Willkommen zurück, Freunde der Zeitmaschine. Heute zeige ich euch meine Fluxboxes und den Wormhole-Emitter. Erstmal ein paar Screenshots vom restaurierten AK. Bei der Farbe der Fluxboxen ist man sich wieder nicht einig. Die Boxen waren ja aus Holz und die Farbe verblichen. Außerdem auf den verschiedenen Fotos sehr unterschiedlich. Mal richtig dunkelblau, fast schon metallisch blau, manchmal eher hellblau, mal nur grau. Es ist echt schwierig. Hier noch 3 Bilder von den unrestaurierten Holzboxen. Die 6 Fluxboxen habe ich als massiven Resinabdruck von Gary gekauft. Die Aluplatten, die auf die Boxen geschraubt werden, hatte Gary schon mit in die Form gegossen und die Löcher angedeutet. Ebenso wie die Mole Richardson Steckerhalterungen und einige Kabelverschraubungen. Ich habe aber das echte Metall der Mole Stecker verwendet und korrekte Kabelverschraubungen eingebaut. Erstmal musste ich die Rückseiten der Resinboxen mit dem Schwingschleifer plan schleifen. Als nächstes die über 100 Schraubenlöcher bohren. Dann mit einem 20 mm Forstner Bohrer die Aufnahmen für die Fluxbänder röhren. Die nächsten Schritte waren das Lackieren. Grundiert mit Plastikgrundierung, die angedeuteten Aluplatten, je 4 Stück bei den großen Boxen, mit Silberlack gesprüht. Dann die Kanten davon sauber abgeklebt und den Rest der Boxen in blau-grau gelackiert. Die Farbe ist etwas hell, aber leider gibt es keine passendere in Spraydose zu kaufen. Beim Ablösen der Abklebung hat sich leider an manchen Stellen wieder der silberne Lack gelöst. Also mit dem Pinsel wieder nachgemalt, naja. Zum Schluss dann alles per mattem Klarlack versiegelt. Nun folgten die Feinarbeiten. Schwarze Schrauben und die Kabelverschraubung eingeklebt und die Mole Metallstecker angeschraubt. Für die vielen Schrauben in den Fluxboxen habe ich Zylinderschrauben mit Innensechskant verwendet. M5 x 12 mm und M4 x 12 mm. Wichtig ist dort Edelstahlschrauben zu verwenden, wie auch an den Vents, da normale geschwärzte Stahlschrauben mit der Zeit Rost bilden. Die Schrauben gibt es leider nicht in schwarz, so musste ich sie selber schwarz lackieren. Hier habe ich 100 Schrauben für die Fluxboxen und 350 Schrauben für die Vents reingesteckt und schwarz lackiert. Der Wormhole-Emitter bekommt eine Extra-Rubrik, da es hier auch noch viele Fotos vom AK gibt. Die genaue Herkunft des Teils ist immer noch unbekannt. Für mich sieht das so aus wie ein schwenkbares Fernrohr. Andere sagen, das wäre vielleicht von einem Militärboot. Naja, ist ja auch egal. Genießt die Fotos, die ihr vermutlich so noch nicht gesehen habt.
Hier nun Fotos von der Bearbeitung von Garys Resinabdruck des Wormhole-Emitters. Den musste ich wie die Fluxboxen behandeln, also schleifen, bohren, lackieren und zum Schluss noch Licht einbauen. Das schwarz geriffelte ist eigentlich eine Gummimatte, die auch an den Vents hinten verwendet wird. Bei meinem Resin-Teil war das aber schon eingebaut und ich musste es nur noch schwarz anpinseln. Die LED-Halter habe ich aus 2-3 cm Wasserflaschendeckeln selber gebaut. Mir war bislang nicht klar, dass überhaupt vorne am Wormhole-Emitter was dran ist. Ich hatte bisher immer nur 2 schwarze Schrauben gesehen, die vorne rausgucken. In der DVD-Dokumentation Out of Time über die Restauration des A-Cars haben sie einen Screenshot gezeigt, dass ursprünglich ein Pioneer-Lautsprechergitter vorne montiert war. Das Gitter verschwand aber so schnell, dass es auf späteren Fotos nie mehr zu sehen war. Auch wenn es original so verwendet wurde, finde ich das aber nicht so toll, wenn an der Zeitmaschine obendran Pioneer Dual Cone TS 1011 steht. Ich muss mal schauen, was ich mit dem Schriftzug dann mache. Bei meinem Video fehlt das Gitter noch, da es noch bei meinem Freund Ed in den USA liegt. Hier seht ihr die Boxen, die vorne an die Seiten und hinten unter dem Wagen montiert werden. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Es war auch echt eine Menge Arbeit mit den Boxen. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Ciao!